Ich bin Max vom Feuerbach Quartett und in diesem Video geht es um den Aufbau der Geige. Ich habe hier die Akustik-Carbon-Geige von Glaser und wie jede andere Geige auch, hat sie am Kopf sozusagen die sogenannte Schnecke. Gefolgt von den Wirbeln, in diesem Fall die Perfection Pegs. Was an denen besonders ist, da gehe ich gleich drauf ein. Dann kommen 4 Saiten, G, die tiefste, D, A und die höchste, die E-Saite. Unter den Saiten verläuft das Griffbrett. Dann haben wir hier 2 F-Löcher, da kommt der Klang raus sozusagen, und dann den Steg. Der Steg ist passend zum Gesamtmaterial auch aus carbonhaltigem Material, ebenso wie der Klangstab in der Mitte, den kann man jetzt nicht sehen. Der verbindet also die Decke und den Boden der Geige. Dann haben wir hier noch den Saitenhalter und 4 Feinstimmer, die ebenso wie die Perfection Pegs dazu dienen, die Saiten adäquat zu stimmen. Dann haben wir hier einen Kinnhalter und der ist, wie der Name schon sagt, dafür da, dass wir unser Kinn drauflegen können. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar nehmen wir die Geige in einer kreisförmigen Bewegung so auf unsere Schulter. Und dann legen wir unser Kinn gemütlich auf den Kinnhalter. Es kann sein, dass man das mal ein paar Mal machen muss oder vielleicht auch 100 Mal machen muss, bis es sich wirklich komfortabel anfühlt. Immer an eine Kreisbewegung denken und schwupps und dann den Kopf drauflegen. Und jetzt nehmen wir den Bogen zur Hand und dann streichen wir über die leeren Saiten. G-Saite, D-Saite, A-Saite und E-Saite. Damit die Saiten auch so klingen wie bei mir jetzt gerade, ist es wichtig, das Instrument vor dem Spielen oder auch zwischen dem Üben immer wieder mal zu stimmen. Ein Hilfsmittel dabei ist für den Anfang ein Stimmgerät. Das ist auch Teil des Geigensets. Und ich habe das jetzt hier, das klemme ich also hier so an die Geige dran, schalte es ein. Und dann beginne ich mit der A-Saite. Und das Stimmgerät leuchtet grün, wenn ich weiß, der Ton ist richtig. Wenn ich höher oder tiefer möchte, kann ich hier die Precision Pegs, die Perfection Pegs verwenden. Ich kann für große Entfernungen die Wirbel etwas rausziehen, bis es ungefähr stimmt. Und wenn ich dann nur noch kleine Details machen möchte, dann drücke ich den Wirbel etwas rein. Und jetzt ist es perfekt. Mit der D-Saite kann ich genau das gleiche machen. Sie ist jetzt vielleicht viel zu tief, deswegen ziehe ich den Wirbel etwas raus. Jetzt stimmt es ungefähr, jetzt drücke ich ihn rein. Und kann die Saite perfekt stimmen. Das ist ein großer Vorteil der Perfection Pegs im Vergleich zu herkömmlichen Wirbeln, die gerne mal abhauen sozusagen und dann ist plötzlich die Saite viel zu tief und man kriegt sie kaum noch rein. Und das ist also hier bei der Geige gerade für Anfänger sehr vorteilhaft. Ja, das wäre es eigentlich für dieses Video. In anderen Videos erkläre ich noch etwas mehr zur Bogenhaltung und verschiedenen Streichtechniken.